Hallo zusammen, wir melden uns mitten aus der Länderspielpause und ich habe einen Gast heute, der zuletzt zu einer Pause gezwungen war, Roman Bürki. Hallo erstmal Roman, hallo. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Was war los? Männerschnupfen? Ja, meine Freundin sagt das so. Nee, er hat mich schon ein bisschen fester erwischt gehabt. Ich hatte Halsschmerzen, Nase, die gelaufen ist, Kopfschmerzen, Husten kam dann noch dazu und ich hatte wirklich Schwierigkeiten zu sprechen, weil ich so Halsschmerzen hatte. Und der Arzt hat mich zweimal am Tag angerufen und wollte fragen, wie es geht, aber ich konnte nicht viel sagen, wie gesagt, weil reden ging fast nicht. Und jetzt fühle ich mich auf jeden Fall viel besser. Ich bin auch froh, wieder ins Training eingestiegen zu sein. Ja, das ist die Hauptsache. Gerade in den jetzigen Zeiten muss man da ja wach sein. Worauf schwörst du da? Was machst du, wenn du so erkältet bist? Was ist der Schweizer Weg, der Bürki-Weg? Ich habe überall Ingwer reingemacht. Ingwertee, ja. Essen, beim Trinken, wirklich überall. Ich habe inhaliert. Das hat auch sehr viel geholfen. Vor allem auch für die Schleimhäute. Also war richtig gut und viel geschlafen, also ich war immer zu Hause und so regeneriert der Körper sich eigentlich am besten. Absolut. Wie weit bist du jetzt? Machst du schon wieder die vollen Umfänge mit im Training? Ja, also die Mannschaft hatte ja 3 Tage frei und ich habe da immer individuell jetzt auch trainiert, war auch schon auf dem Platz individuell und heute habe ich dann mit der Mannschaft wieder normal mittrainiert. Du hast es gerade angesprochen, durch die Länderspielreise und unsere vielen internationalen Spieler hatten jetzt die Spieler, die hier geblieben sind, auch 3 Tage frei. Was machst du, wenn du so viel Zeit hast auf einmal? Ich meine, in diesem Fall warst du wahrscheinlich mit dir selber zu beschäftigt, aber generell, wenn du so viel Zeit hast, was machst du? Dann liest ein Buch, guckst eine neue Serie? Ja, also ich sitze zu Hause rum, vor allem in der jetzigen Zeit, weil, wie gesagt, ich will wirklich kein Risiko eingehen. Und ich schaue Serien, Grey's Anatomy habe ich meiner Freundin eigentlich durchgeschaut. Dann, um ehrlich zu sein, ich komme auch oft dann trotzdem ins Trainingszentrum, wenn mir zu langweilig ist, um einfach was zu machen, ein bisschen zu bewegen. Und ich bin oft nicht der Einzige. Also ich treffe relativ viele Spieler da, die dann auch an ihren freien Tagen mal hier auftauchen. Das hätte es zu meiner Zeit nicht gegeben, das kann ich schon mal sagen. Ja, wie war es denn? Jetzt warst du gezwungen zum Zuschauen. Wie ist das, wenn du zu Hause sitzt, Samstag, da läuft das Spiel und ja, du kannst gar nichts machen, außer nur hoffen, dass das alles gut geht, was es ja auch getan hat am Wochenende. Aber wie ist das? Ja, für mich ist es sehr schwierig. Ich hasse dieses Gefühl eigentlich, wenn ich nur zuschauen kann und nicht eingreifen kann. Das ist enorm schwierig für mich und auch zu Hause auf der Couch. Also ich hatte immer so ein bisschen eine Nervosität, habe ich immer, wenn ich zuschaue, auch wenn ich im Pokal, wenn Marvin mal spielt, wenn ich auf der Bank sitze. Es ist so ein unangenehmes Gefühl, nicht eingreifen zu können. Also es ist schwierig, umso schöner, dass wir dann auf jeden Fall gewonnen haben und die 3 Punkte zu Hause behalten haben. Jetzt hast du deinen Landsmann auch angesprochen, Marvin. Das ist ja auch jemand, der das sehr ordentlich macht und das hat er jetzt auch zweimal getan, um dich zu vertreten. Wie ist das im Training? Wie sehr pusht dich das, dass du weißt, da ist einer, also hängen lassen kannst du dich nicht? Ja, ich brauche das auf jeden Fall. Ja. Marvin ist ein super Torwart. Ich glaube, er hat immer bewiesen, wenn er zum Einsatz gekommen ist und auch schon davor in Augsburg, dass er ein gestandener Bundesliga-Torhüter ist. Und ich glaube, wir brauchen das auch gegenseitig, dass wir gute Leistungen bringen. Und natürlich auch mit den anderen Torhütern, mit Stefan, mit Luca und mit Jan Reckert, der auch noch dabei ist. Es harmoniert sehr gut und wir pushen uns auf jeden Fall zu guten Leistungen und zu guten Trainingseinheiten. Ihr gehört ja jetzt zum älteren Teil der Mannschaft. In aller Munde natürlich jetzt die junge wilde Bande. Gerade Gio und Erling haben jetzt zusammen, glaube ich, in 3 Spieltagen 10 Scorerpunkte gesammelt. Wie ist es im Training, wenn diese Jungs auf dich zulaufen, insbesondere Erling, wenn er einfach mal im Training auf dich zuläuft? Weiß man da, ja gut, jetzt wird es schwer oder eigentlich unmöglich? Oder wie ist das? Ist das genau das, was du willst im Training? Bei Erling muss ich ehrlich sagen, im Training weiß man nicht so genau. Manchmal verschießt er Bälle, wo du denkst, und im Spiel macht er sie halt einfach alle rein. Spart sich das auf. Muss wahrscheinlich daran liegen. Bei Gio ist es so, der hat einfach eine enorme Wucht auch, der fackelt nicht, der haut einfach voll drauf und auch im Training, also sehr unangenehm, muss ich ehrlich sagen, gegen beide, weil beide sehr wuchtige und physische Spieler sind. Gio auch noch mit einer guten Technik, ist sehr unangenehm, gegen die zu trainieren. Aber generell solche in der Mannschaft zu haben und dann zu wissen, so auf Jahre ist da eigentlich richtig Potenzial, macht man sich keine Sorgen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben einige in unserem Team, die Potenzial haben, die vielleicht auch noch nicht jetzt so den Schritt geschafft haben in die erste Mannschaft. Wie gesagt, jetzt Nationalmannschaftspause ist auch ein guter Zeitpunkt, auch junge Spieler auch ein bisschen ins Training einzubinden, weil wir halt nicht so viele Spieler sind. Und das sieht man schon, eine Riesenqualität, die wir in der Jugend haben. Jetzt hat ein Neuer sich gerade oder ist dabei, sich gerade ranzutasten, der jetzt noch nicht so ganz viel auffallen konnte mit Renier. Was ist er für ein Spielertyp? Wie würdest du ihn beschreiben und wie macht er sich in seinen ersten Tagen? Ich habe am Anfang so gedacht, ja, okay, Brasilianer, kommt da, schön spielen. Bei uns sagt man dem so ein bisschen ein Seidenfuß, also so ein bisschen. Ja. Aber er haut sich voll rein, er arbeitet hart und er macht es auch gut. Klar, man merkt auch, dass er sich noch ein bisschen einfinden muss. Das ist, glaube ich, komplett anders. Er war ja jetzt bei Real Madrid, jetzt ist er hier. Der braucht sicher auch ein bisschen seine Zeit, aber es ist keine Frage, dass er ein brillanter Fußballer ist und auch sehr clever ist mit dem Ball. Wie verkraftet er denn das Wetter? Weil ich muss jetzt mal gucken, er war Brasilianer, dann gehst du nach Madrid, verbringst da 6 Monate, das war sicherlich auch nicht das schlechteste Wetter. Jetzt kommst du hier und hast du den ersten deutschen Herbst und Winter. Meinst du, er ist darauf gefasst? Hat er vielleicht sogar schon gesagt, oh Gott, was ist denn hier los? Ist ja eiskalt. Ich weiß, DD vor ewigen Jahren, der ist einmal mit dem Taxi zum Training gekommen, weil seine Windschutzscheibe gefroren war und er wusste nicht, er dachte, sie wäre kaputt und wusste nicht, dass er eigentlich nur die Heizung anmachen muss. Glaubst du, sowas kann ihm auch passieren? Also hat er schon mal was angedeutet, so nach dem Motto, ist aber ungemütlich? Also er hat, glaube ich, den Führerschein, weiß ich nicht, ob er ihn hat, ja, aber er wird auf jeden Fall immer hingefahren, das ist schon mal gut für ihn. Aber heute, bei dem Wetter, also ich habe mit Mütze trainiert, klar, ich war auch ein bisschen angeschlagen, aber er hat mit 3/4 trainiert, also kurze Hose. Oh. Scheint ihm nichts auszumachen. Ne? Ja, Mentalität ist da. Roman, dann wünsche ich dir, dass du voll dabei bleiben kannst, dass du wieder zu vollen Kräften kommst und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke auch. Alles Gute. Bis dann.